Aber nun zurück zu dem, so der Mensch das Gute schon empfangen hat, muss man ihn anraten, so lieber Freund, nu halte es. Sorge dafür, dass man dich um das Gute nicht mehr bringt. Aber du wirst mehr des Guten empfangen, es wird an der einen und der anderen Stelle, wie du ja die Beobachtung selbst an deinem Körper machst, so du auf die göttliche Sendung eingestellt bist, wirst du feststellen, dass es da und dort wirkt. Es ist etwas anderes in deinem Körper. Hier ist wirklich die Hand Gottes im Spiel. Hier ist Gott selbst dabei. Er schafft Ordnung. Richtig. Aber nur bei denen, der sich wirklich frei gemacht hat vom Bösen und wo Gott selbst weiß, er wird nicht mehr dem Bösen verfallen. Kleine Sünden wird er schon begehen, aber da weiß man ihn hernach schon zurechtzuweisen, denn diese sammeln sich und viel Kleine geben hernach ein Großes. Und dann bricht er wieder zusammen. Das sollte nicht sein, Freunde. Aber dazu dient ja auch die Gemeinschaftsstunde. Dazu dient ja auch unser Hiersein. Nun, liebe Freunde, warum hin und her? Wenn Sie wüssten, wie groß die Not, wie groß das Elend ist. Wenn Sie wüssten, wie viele Menschenleiber durch das Böse herabgewürdigt. Wenn Sie das nur einmal sehen würden, wie viel Unheil über die Menschen gekommen und wie viele Menschen von diesem Unheil bis heute erfasst worden sind. Und dass die Menschen sich selbst keinen Rat wissen und deshalb nicht zur Tat übergehen können. Es ist die allerhöchste Zeit, dass man den Menschen zur Ordnung, das heißt zu Gott zurückruft und sie auf diesen Weg führt, den nicht ich, sondern den Gott für sie alle bestimmt hat. Wenn Sie wirklich, hier sehen Sie sich selbst, hier sehen Sie Ihre Nächsten im Kleinen, der hat diese, der hat jene Störung, nichts dazu getan haben, nicht zurückgedacht, ich muss schon mal so sprechen, ich weiß, dass es falsch ist, aber Sie sprechen ja so. Wer könnte hier schuld sein? Nicht, dass auf den Grund gegangen, das ist einfach da, aber wo ist die Störung, wie kam sie zustande? Ja, das wissen viele, das wissen die meisten, das wissen Sie fast alle nicht, wo die Ursache ist. Und darauf, Freunde, kommt es an. Wo ist die Ursache dieser Störungen in den Leibern vieler Menschen? Mehr kann ich hier nicht sagen als nur die Wahrheit, wie diese Störungen zustande gekommen sind. Und wie das um sich gegriffen hat. Das ist eine Kettenreaktion. Tatsache ist, wenn einer hier rausgeht und sagt, in Hameln oder in Hannover ist die Kinderlähmung ausgebrochen. Die greift um sich. Mehr brauchen Sie nicht sagen, nur einer sagt's. Morgen, übermorgen haben es mehrere hier schon, wo in Wirklichkeit nicht wahr ist. Es ist nur Erzählung. Auch in dem bösen Wort, liebe Freunde, ist die Kraft des Bösen. In dem guten Wort ist die Kraft des Guten, ist die Kraft Gottes. In dem Unglauben, da steckt das Böse. In dem Glauben das Gute, das Göttliche. Und einen bösen Gedanken aufnehmen, der kann viel des Guten zerstören. Deshalb, weil Menschen es nicht wissen, dass ein böser Gedanke hineingetragen worden ist. Und umgekehrt hat der eine gute Gedanke, wenn der hineingetragen ist, viel Gutes tun. Sie alle haben es ja nicht wagen können, sich an die Öffentlichkeit zu zerren. Sie hätten es nie gewagt, sich von kranken Leibern umgeben zu lassen und ihnen den richtigen Weg zu zeigen, weil sie nicht können. Irdisch gesehen bin ich doch nur ein kleines Menschenkind. Bin auch nur ein Handwerker. Ich stamme nur aus einer ganz armen Familie. Ich habe keine hohe Schulbildung, wie Sie, meistens Sie gehabt haben oder noch haben. Ich brauche das alles gar nicht. Ich brauche keine Bücher lesen.
Ich brauche nicht auf Menschen hören. Aber eines habe ich nötig, auf den zu hören, zu dem ich gehöre. Und ich weiß, Sie gehören auch dazu. Dass ich die Wahrheit in mir aufnehme, dass ich in dieser lebe und Ihnen das dann gebe, was wirklich Wahrheit ist, von der Sie sich überzeugen können. Gehen Sie doch heraus. Sie brauchen nicht sagen, Sie können es, aber Sie werden von Menschen umgeben. Jetzt tun Sie es. Dann stehen Sie da. Was soll ich tun? Ja, Sie stehen dann in keiner Führung. Sie haben ja keine Verbindung aufgenommen. Sie sind ja nicht darauf vorbereitet. Sie haben ja nichts in sich. Dann würden Sie versuchen, wie es heute leider viele solcher Scharlatane gibt. Nicht von einer, sondern von vielen Seiten. Diesen Titel, das Wort, hat man mir auch zugelegt. Aber das schadet ja nichts. Denn was die Menschen in sich haben, können sie nur von sich geben. Demnach, wie ich von Menschen verurteilt worden bin ich der schmutzigste Mensch auf dieser Erde. Aber ich gebe den Menschen, der Menschheit die Gelegenheit, sich von dem zu überzeugen. Nicht einmal die Herren der obersten Behörde, der obersten Justiz wissen Wahres. Denn sie sind ja nicht in der Wahrheit groß geworden. Sie hören ja auf Gaukeleien, auf Schwätzereien. Ich muss sagen, auf Waschweiber hören sie. Und die servieren sie einem als Zeuge. Daran glauben sie. Demnach sind sie weniger als ein Wasch, als ein Klatschweib. Das ist die Wahrheit. Und ich frage Sie, Freunde, haben Sie noch nicht genug an sich selbst erlebt? Haben Sie noch nicht genügend Erfahrung gesammelt? Ist es Ihnen nicht wert, dass Sie von dem Übel frei werden? Oder glauben Sie, Sie werden sich versündigen, wenn Sie jetzt wirklich an Gott und an alles Gute, das er für den Menschen bestimmt hat, glauben? Glauben Sie, das ist Sünde? Glauben Sie, das ist ein Unrecht? Glauben Sie, dass das Unheil über Sie kommt? Nein! Das Heil kommt über Sie. Aber davon müssen Sie sich überzeugen. Das ist Ihre Aufgabe, nicht meine. So Sie folgen, dem alle Menschen zu folgen haben, die werden mit Erfolg gekrönt sein. Es ist sehr leicht, wie ich zuvor schon sagte, wirklich frei zu werden, sich wirklich loszusagen. Nun müssen Sie wirklich zu Ihrem Wort stehen. Ich verlange ja nicht. Ich versuche auch nicht, Sie zu beeinflussen, dass Sie sich vom Bösen lösen sollen. Ich ersuche Sie. Deshalb, weil ich weiß, dass Sie das Gute nicht nur heute und nicht nur morgen, sondern immer nötig haben. Nicht nur für sich selbst, sondern auch schon für Ihre Nächsten. Und dass auch Sie einmal so ein Glücksgefühl haben möchten, wenn Sie hier und dort einem Ihrer Nächsten helfen können, wenn Sie dazu imstande sind. Wenn ich nur im Kleinen genommen das hervorziehe, wie oft haben auch Sie schon vor einem Ihrer Nächsten gestanden, der einen total abgewrackten Körper hatte, der größte Schmerzen ausgesetzt war. Haben Sie vor sich hingesagt, wenn ich dem nur helfen könnte, würde ich ihm helfen. Ich würde mein ganzes Leben für ihn arbeiten. Ich würde auch das Leid in mir aufnehmen. Aber wie? Ja, Freunde, das Wie, darauf kommt es an. Wie dieses zustande kommt, werden Sie nach und nach wirklich hier erfahren. Viele Freunde haben es erfahren. Aber damit haben wir noch nicht alles. Das Fundament dieses Werkes beschränkt sich nicht nur
auf Springer, Hameln, Hannover, Gofeld, Isfleckchen oder Deutschland. Nein. Er streckt sich auf dieser ganzen Erde. Aber überall, da muss ein Pfeiler sein, auf dem dieses Werk aufgebaut werden kann. Ein wirklich bestimmtes Fundament sein, das die richtige Mischung hat, das fest ist und das dieses Werk auch trägt. Diese Pfeiler, das sind die Zeugen, das sind diese Menschen, die von dem Heil erfasst worden sind, die das Heil erfahren haben, die zur Wahrheit stehen, die zu Gott stehen. Dann geht's weiter. Oder sollte ich das alleine alles tun? Ich reise schon nicht nur von einer Stadt zur anderen, sondern schon von einem Land zum anderen, um die Zeit nicht ungenützt zu lassen. Da setzt man mir eine Sperre an, ich kann nicht nach Hameln kommen. Dann sage ich, da muss ich die Zeit anderweitig nützen. Aber die Zeit muss so genützt werden, dass es vielen, gar allen Menschen zugutekommt.